Ja, hallo, ich bin Nico oder Nasenpfand und ich habe in den letzten Tagen sehr viele Videos gesehen, wo Amerikaner einfach auf deutsche Städte oder Sitten oder Erfindungen geschaut haben und ich möchte mal auf folgendes Video reagieren. Es geht um, wie man da oben schon sieht, um 10 Plätze, die wunderschön sind in Deutschland und dann nehme ich es euch einfach mal mit. Wenn ihr Lust habt, dann könnt ihr gerne ein bisschen reinschauen und wenn mir was einfällt, sage ich zu den 10 ein bisschen was und ich glaube, ein paar davon habe ich selber noch gar nicht gesehen und ich glaube, die würde ich auch gerne mal besuchen. Lasst mich gerne wissen, was ihr selber davon ja denkt oder schlagt mir noch ein paar andere Videos vor, wenn ihr möchtet, gerne in den Comments. Ne? Sollen wir starten? Alles klar, los geht's. What's up, guys? My name is Ryan Shirley, and I want to show you some of my favorite places in the enchanting country of Germany. So here's my Germany top 10. Okay, die Top 10 in Germany. So ein Reiseblogger, Germany is schätze ich. home to some of the world's most stunning landscapes, from endless castles, medieval Boah, towns straight out of a fairy. das war Neuschwanstein in München. Unglaublich geiles Schloss. Erinnert einen so an eine Märchenburg hier wie aus Disney oder so, ne? Richtig stark. Okay, weiter. Fairy tale and the towering Ach, Bavarian Alps. Germany has so much to offer. schau dir mal die Farben an. Oder hier sehr einzigartig. Ne? Du guckst da drauf und siehst direkt alles klar. Die ganzen roten Dächer, sehr viele bunte Häuser. Auch da hinten haben wir noch ein blaues Haus. Oder hier so ein bisschen gelbe Fassade. Da ist schon eine richtig schöne, was ist das, eine mittelalterliche Burg, ne? Vielleicht ein bisschen gotisch. Wunderschön. Und natürlich sehr viel Grün, ne? Okay, weiter. Let's start this video off in the magical In village of Rottenburg. Rottenburg. Now, when you go to Oder Rothenburg, ne? Für die Deutschen. Rottenburg, you'll feel like you're walking in a fantasy movie. Das sieht doch geil aus, oder? Guck dir das mal an, die ganzen alten Fachwerkhäuser hier mit diesen ganzen Linien hier drin. Wunderschön, wunderschön. Auch hier wieder bunte Häuser, ne? Genau, okay. It's one of the most preserved medieval old towns in all of Europe. During the Middle Ages, Rottenburg thrived as it was located at the crossroads of European trade routes. At the beginning of the 15th century, it rose to becoming the second largest city in all of Germany, but during the 17th century, Rottenburg faced adversities such as the 30-Year War and the bubonic plague. Without much resources, Rottenburg's growth was halted, which aided in keeping the town preserved in its medieval state. Today, Rottenburg maintains its medieval charm, and it's been the inspiration for sets of Disney movies such as Pinocchio. If you go, you can check out the Okay, alles klar. Also im Grunde hat er jetzt gerade zusammengefasst, es ist ein sehr mittelalterliches eine Stadt, die noch sehr davon herrührte, wie viele Bauten noch aus dem Mittelalter, aus dem Medieval, ne? Und dass das im, ich glaube, 15. Jahrhundert einer der, ich glaube, zweitgrößten Städte war. Das hat sich dann über die nächsten Jahrhunderte verändert. Das Aussehen der Stadt, also auch wie es jetzt hier aussieht, hat vor allen Dingen, das ist jetzt schon wieder Blödlein, hat vor allen Dingen so Filme wie Pinocchio inspiriert. Oder auch nicht nur Filme, sondern auch damals der Zeichentrickfilm beispielsweise. Jetzt rein von, wie das von der Atmosphäre hier wirkt. famous Cloning Corner or witness the beautiful Christmas markets. I mean, just hard to beat the allure of this German village. From Rottenburg, you can make the 3-hour drive to the Ach, natürlich München. Das ist klar, dass wir uns das anschauen. Wir sind ja eben schon bei Neuschwanstein gewesen und hier ist ja direkt München, ne? beautiful city of Munich. Also known as Bavaria's capital, Munich is located in the south of Germany, about 50 kilometers from the Alps. During World War II, Munich was heavily bombed by over 70 air raids, but today the city is restored to its former beauty. One of the most popular spots is Wunderschön hier. Hier am Marienplatz, da kommt jetzt gerade die Schrift rein. Sieht natürlich klasse aus, ne? Dieses alte Gebäude hier mit den richtig schönen, ich glaube, das sind gotische Bauwerke hier. Ja, es ist einfach unglaublich, wie das aussieht. Unglaublich. Kein Wunder, dass München zu einer der am meisten besuchten Orte in Deutschland gehört, ne? Sehr beliebt. the Marienplatz, Central Square. You'll find the new town hall Boah, guck dir das mal an. Wie schön ist das denn hier, wie das hier aufgebaut ist. Wunderschön. Da muss man auf jeden Fall mal gewesen sein. with its stunning clock tower and historical figurines. After exploring Ja. Munich, we're going to head to the Alps to visit Berchtesgaden. Berchtesgaden ist sogar auch für ein Deutscher schwer auszusprechen. Ist aber märchenhaft, ne? Hier hast du wieder ganz viel Grün, diese schöne Burg, die du hier siehst. Da oben haben wir die Berge. Ah, es ist wunderschön. Hier unten noch einen schönen kleinen See, den Fluss, der hier entlang geht, so einen kleinen, ne? Ach, so, super schön. Now, I have to say, this may be one of the most beautiful towns in all of Germany. It's just a 2 hours drive from Munich, and it's nestled in the
Dazu brauche ich nichts sagen, oder? Wie klasse sieht das denn bitte aus? Oh, wie das Gestein hier rausgeht. Da im Hintergrund hast du die Berge, über hast du Wolken da. Oh, wunderschön. Das sieht doch aus wie aus einem Fantasy-Film. The Bavarian Alps, one of my favorite features of the town is Der Watzmann. the Watzmann Mountain. It has these uniquely shaped peaks that tower over the town. It almost looks like someone took a bite out of it. There's so many beautiful churches around Berchtesgaden to explore, such as the Maria Gern Church, Maria Gern heißt das hier, oder Gern, Maria Gern. which offers a perfect view of the Watzmann peaks. Just south of the town is where Hitler's former Eagle's Nest retreat is located. Oder auch in Deutsch Atlasnest, ne? It's now a restaurant with unbelievable views. The area is full of stunning alpine lakes such as Hintersee, which Hintersee. Und wie das aussieht, wie das spiegelt. Oh, ist das, was für ein Shot. Klasse. offers just incredible views. Ja. You could also visit the Berchtesgaden National Park and Da müssen wir noch, oh, was für Bilder sind das? Die sehen doch wie gemalt aus, oder? Wow. explore all its hidden treasures. I mean, the whole area is just pure paradise. Now, after we're going to visit Lake Constance. Bodensee natürlich. Und ich meine, der Bodensee, der geht durch mehrere Länder und ja genau, ich glaube, das sagt er hier. Constance. Now, it's this massive Ja. lake that's not only in Germany, but also borders Austria and Switzerland. I remember I was Genau, geht auch durch Österreich und Schweiz. Ne? Also dieser See, der wird ist geteilt durch Deutschland, Österreich und Schweiz. hiking in the mountains of Riesig. Appenzell, Switzerland, and I can see the lake from where I was at. I mean, just huge. Now, it's the second largest lake in all of Europe by volume. Das ist ein Lake, also ein See. Schau mal, wie weit der geht. Ja, du kannst da hinten natürlich das Ende sehen, aber wie riesig der ist. Unfassbar. Now, one scenic place on the lake is this In town Lindau. called Lindau. Now, Yeah. what makes it so unique is that it's this island. Now, it was first mentioned by a monk in the 9th century, and during medieval times, it became quite the fortified city. Today, it's a popular place to visit. I just love the harbor and Der Hafen ist auch geil. Er sagt gerade, was er sehr, sehr liebt, ist der Hafen hier. Der sieht unfassbar klasse aus. Wirklich schön, wirklich schön. just the fact that it's an island. I mean, just such a cool place. Another picturesque city on Lake Constance is Meersburg. Ich muss immer wieder umdenken, wenn ich ihn Englisch sprechen höre. Wie ist es im Deutschen, ne? Meersburg. Meersburg. It's located right on the shores, and it's a historical town, like with beautiful colored houses. Ja. I just can't think of a better place to go. Er hat recht, ne? Die wunderschönen farbigen Häuser hier. Das gibt so richtig Leben hier rein. Hier hast du überall so Felder. Das ist so schön. Die Wälder, die hier durchbrechen. Die wahnsinnig Weitsicht, die du hier siehst, ne? Das ist so schön, märchenhaft. During a warm German summer. After, we're going to visit the Hohenzollern. Da gibt es auch viele Straßen, die danach genannt werden. Hohenzollern Castle. Unfassbar Now, I schön. have to say, this Boah. is one of the most impressive castles in all of Germany. It sits perfectly on Mount Hohenzollern. Ja. It can be seen from miles away. Hohenzollern is the last of 3 castles that was built upon this hill. It was completed in 1867 as a memorial to the Prussian royal family. Today, it's one of Germany's most visited castles. Guck dir das mal an. Die Weitsicht, dieser Schott, diese Farben, der wahrscheinlich Untergang, schätze ich, wie das aussieht. Unfassbar. And I understand why. Another stunning castle in Germany is the Kochem, das ist hier sogar bei mir in der Nähe. Cohem Castle. The original castle Boah. was built back in the 1100s, and it made its money by collecting shipping tools on passing ships down on the river. Sadly, it was destroyed in 1689 by the French, but in 1868, Natürlich, die Franzosen haben es hier beschossen, ist ja klar, ne? a wealthy businessman from Berlin decided to rebuild the castle ruins. Today, it stands perched on a hill overlooking the beautiful town of Cohem and the Moselle River. Another stunning castle just 30 minutes away. Die Burg Els, die ist sehr nah bei mir. Bei mir. Wow, ne? Da hast du noch diese Brücke dazwischen. Vielleicht zeigt er noch ein paar Bilder, die so ein bisschen deutlicher machen, wie die Brücke verläuft. Und der Wald links und rechts und dahinter. Wunderschön. Is the Eltz Castle. It's a popular place to get that classic Instagram picture. So if you're in the area, you gotta check both these castles out. You won't regret it. Wow. After, we're going to visit the Natürlich ist Berlin mit dabei, ist ja klar. capital city of Berlin. Now today, Berlin is a thriving capital with a population of over 3.6 million people. It's an 3,6 Millionen Leute leben gerade in Berlin.
sagt er gerade. An incredible city with a complicated history. Ja. Now, Berlin was first documented in the 13th century. During World War II, it was the headquarters of Hitler's Third Reich and became the most heavily bombed city in history. After the war, Berlin was Er hat gerade gesagt, es war die am stärksten bombardierte Stadt in der Geschichte. divided into the East and West Berlin. Ja. With the end of the Cold War, East and West Berlin were finally reunited in 1990. So one of my favorite spots is the Brandenburg Gate. It's Das Brandenburger Tor, ne? this 18th century. Ist ein Zeichen, nicht es gibt ja noch so eine Siegessäule, das hat aber nichts damit zu tun, sondern das Brandenburger Tor ist ein Zeichen der Wiedervereinigung, des Friedens innerhalb. Ich glaube, es war für Deutschland gedacht. Man könnte es aber auch für Europa betrachten, bin ich es nicht mehr sicher. Jedenfalls, das ist ein Wahrzeichen dafür. Neoclassical monument that is Germany's national symbol of unity and peace. You can also check out the Berlin Wall Memorial to see remnants of the historical wall. After Berlin, we're going to head over Hamburg to Hamburg, natürlich. located in northern Germany on the Elbe Ein Fun Fact für die es nicht wussten, der Hamburger, ne, oder der Hamburger, der hat seinen Namen von Hamburg. River. Hamburg is the second largest city in Germany after Berlin. Thanks to its access to the North Sea, Hamburg grew as the port city throughout the ages. Today it is Europe's third largest port. I just love all the canals that run through Ey, das sieht doch nicht mehr aus wie in Deutschland. Das ist doch eher so Venedig, ne, wie die Kanäle hier verlaufen. Echt cool. the city. Hamburg is home to 2,500 bridges, making it 2500 Brücken in Hamburg. 2500 Brücken. Unfassbar. the city with the highest number of bridges in Europe. It reminds me of a modern day Venice. A really impressive spot in the city is the Speicherstadt. Speicherstadt. It's the largest warehouse district in the world. Also der Name ist ihr Programm. Speicher bedeutet, das muss ich überlegen, wie es im Englischen heißt. Also, Memory. Also, nicht meint, sondern eher wie eine Festplatte. Ne? Und die Speicherstadt ist dafür gedacht, dass es das größte Lager ist. Das absolut größte Lager. Ich weiß nicht, ob er noch auf Zahlen eingeht. Es ist unfassbar. Also einfach nur eine Stadt, die als Speicher dient. Krass. Now, another beautiful spot in the city is the Alster Lake. Der Alster Lake, oder der Alsterfluss. Sieht auch klasse aus. Ich glaube, da kann man sich richtig austoben hier mit den ganzen kleinen Segelbötchen und so. Mhm. It's a set of two artificial lakes that are often full of sailboats during the summertime. Now, after Hamburg, we're going to head Ja, Frankfurt, ne? Wenn es eine Stadt gibt in Deutschland, die eher den amerikanischen Städten ähnelt, dann ist es die Skyline von Frankfurt. Da denkst du schon an so Städte wie New York, also in kleiner, ne? So. over to Frankfurt. Located in west central Germany, Frankfurt is one of Europe's major financial hubs, and it's home to the European Central Bank. It's full of beautiful skyscrapers and kind of reminds me of American cities. Ja, Aside from er sagt's gerade. skyscrapers and financial districts, Frankfurt is a beautiful historical town. Das ist auch so ein Ding, ich glaube, in vielen Ländern, auch bei uns, dass man bei so Brücken immer so Schlösser dran macht, die zum Beispiel so Bondage darstellen. Ne? Liebende Pärchen, die sich hier irgendwie was versprechen und dann ein Schloss daran setzen. Manche machen es vielleicht auch deshalb, weil sie mal diese Stadt besucht haben. Sieht aber klasse aus, ne? Hübscht auf jeden Fall die Brücke direkt mal auf. One of the most popular places is Romersberg Square, wahrscheinlich Zentralplatz. Romerburg. It's a beautiful town square lined with colorful timber houses. Oh, super. Super, guck mal, wie schön das aussieht. Da denkst du, du bist in einer ganz anderen Zeit hier gelandet, ne? So schön. That will get your German vibes going. Ja. From Frankfurt, you can make the 3-hour Ja, Schwarzwald oder Black Forest. drive to the Black Forest. Now located right on the border of France, the Black Forest is a giant region famous for its dense vegetation, picturesque villages. Boah, guck das an. Und natürlich, nochmal kurz zurück. Was für ein Bild, oder? Was ein riesengroßer Wald. So klasse. Und was kommt da auch her? Die sehr bekannten Gebrüder Forest Grimm. is a giant region famous for its dense vegetation, picturesque villages. Oh, and schön. it's often Hier sieht man sie auch, ne? Rotkäppchen, Hänsel und Gretel, hier mit der Hexe und so. Da kommen ja auch die Gebrüder Grimm her. Sehr, sehr bekannte Märchen aus der Vergangenheit. associated with the Brothers Grimm fairy tales. Genau. Whenever I think of Germany, I just think of the Black Forest with its cuckoo clocks Mhm. and just beautiful German towns. Ja. I mean, I can't think of a better place to road trip and experience the beauty Wow, einfach nur wow. Dann haut er so ein Bild hier raus. Wie schön ist das denn, ne? Wie krass ist das denn? Da könnte doch jetzt irgendwie der Hobbit anfangen oder Herr der Ringe. Das ist doch so eine Szene daraus, oder? Irgendwo ist hier Arwen hier in der Ecke und versucht gerade Frodo zu retten. Sieht doch hier so aus wie aus Herr der Ringe. of southern Stark. Germany.
I mean, just such a cool region. After, we're going to head to the Nach Füssen. beautiful town of Füssen. Füssen. Located right at the foot of the Bavarian Alps, Füssen is a 700-year-old medieval city full of old Medieval, muss ich schon mal übersetzen, bedeutet mittelalterlich, ne? Da muss ich auch erst mal überlegen, was meint er mit Medieval? Ah, so, okay. Ja, es gibt ja sehr viele Gebäude, die super alt sind, ne? Schon mehrere hundert Jahre alt sind. Hier siehst du es zum Beispiel auch mit den Ziegeln an den Seiten. Heißen die Finnen? Ich bin nicht sicher. Hier ist auch ein bisschen Burg. Es sind ja sehr viele Burgen. Es sind ja mehrere tausend Burgen in Deutschland, ne? Und da sind auch sehr viele Gebäude, die auch hier noch sehr, sehr mittelalterlich daherkommen. rural charm. Its streets are lined with cobblestones and you feel like you're walking back in time Ja. as you explore it. I just love all Ja, er sagt das gerade richtig, ne? Man hat das Gefühl, man bewegt sich hier in der Zeit zurück, wenn man jetzt hier durch die Straßen geht. the classical German houses, and I think it's so cool. Wow, guck mal, wie der Fluss aussieht. Dieses Azurblau, dieses Helle. Auch klasse, diese ganzen Farben. Im Hintergrund hast du wieder die Berge, ne? Hier überall die Häuser mit den schönen bunten Fassaden und den roten Dächern drauf. Dann das Grün überall. Unfassbar schönes Land. How the milky blue River Lech runs right next to the town. Hm. The crowning feature of Füssen is the Hohes Schloss. Kommt das von Hohenzollern? Ich bin nicht sicher. Kann sein. Also hier sagt er High Castle, ne? High Castle. Ah. And it just adds so much character to the town. If you really want to go back in time, I mean, you just gotta give Füssen a visit. Now for a final destination. Natürlich, ne? Neuschwanstein Castle. Das ist das, was wir am Anfang kurz gesehen haben in München. Eine riesengroße Burg auf einem Berg. Das sieht aus wie eine Märchenburg, wie von Disney. Ich glaube, da ist auch viel Inspiration reingeflossen. Also von dieser Burg Richtung Disney, ne? Wunderschön. We're going to visit the iconic Neuschwanstein Castle. I have to say that it is the most beautiful castle in all Europe. Yeah. It's what inspired Disney's Sleeping Beauty castle. I Yeah, mean, it's just exact. a perfect place for a princess. Now, the castle is nestled at the very tip of southern Germany. Neuschwanstein Castle is placed perfectly in the mountains with a phenomenal 360 view of the Bavarian Alps and the town below. The construction of the castle began in 1869. During World War II, the SS Gucken, wie das aussieht. Wie fantastisch sieht das denn bitte aus? Hier der Berg, hier die ganzen Wälder und da in der Mitte einfach da oben auf dem Berg auf den kleinen Gipfel hier. Ist kein Gipfel, ist mir klar. Und dann einfach die Burg hier drauf gesetzt. Wie fantastisch, wie fantastisch. debated blowing up the castle to prevent it from falling into the enemy's hands. Yeah. Thankfully, it never happened. Today, the castle receives over 1.4 million visitors a year, so it's definitely a tourist hotspot. I mean, I just can't get over the beauty of this castle. It's something straight out of a fairy tale. Well, that is it for my Germany top 10. I mean, there's just so many beautiful places that I couldn't cover. So Mhm. I'll have to do a part 2. Let me know where your favorite place is in Germany in the comments below. I also started a relaxation channel where I post hour-long films. Also ich glaube hier, da war ja gerade das hier ist ein ganz tolles Bild, um damit zu enden. Das war das Video, mit den 10 schönsten Plätzen für ihn in Deutschland. Und da waren ein paar richtig tolle Sachen dabei. Teilt mir gerne mit, was ihr am schönsten fandet oder ob ihr noch ein paar andere schöne Videos habt, auf das ich hier reagieren kann. Würde ich gerne machen. Ne? Auch gerne bei Sachen, auf denen die Amerikaner sehr gerne reagieren. Dann kann ich ein bisschen Kontext dazu geben. Gerne auch ein paar Fragen stellen, wenn ihr was haben wollt. Also ihr seid herzlich eingeladen, mit mir hier auch eine Diskussion in den Comments zu gehen. Genau, das war's von meiner Seite her. Ich bin Nico oder auch Nasenpfand und ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bitteschön, ciao.